Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich befasse mich in diesem Video mit der objektorientierten Programmierung unter Java und werde die Begriffe Klasse, Objekt und Vererbung betrachten. Dazu werde ich im ersten Teil des Videos ein Beispiel entwickeln und dieses Beispiel im zweiten Teil des Videos in Programmcode umsetzen. In meinem kleinen Beispiel möchte ich Personen beschreiben. Dazu muss ich nun Klassen schreiben, die eine Person abbilden. Ich muss mir dabei überlegen, welche Eigenschaften und welche Fähigkeiten eine Person beschreiben. Es geht hier nicht darum, alle Eigenschaften und alle Fähigkeiten herauszufinden, die eine Person beschreiben. Damit würde dieses Beispielprogramm den Rahmen dieses Videos völlig sprengen. Wichtig bei den Eigenschaften und den Fähigkeiten, die ich mir nun aussuche, ist es allerdings, dass ich solche Eigenschaften wähle, die für alle Personen gelten. Jede Person hat einen Namen und ein Geburtsdatum. Jede Person kann laufen und antworten. Aber nicht jede Person hat ein Gehalt. Deshalb darf ich auf gar keinen Fall eine Eigenschaft anlegen in dieser Klasse für die Person, die das Gehalt abbildet. Die Klasse, die ich jetzt schreiben möchte, heißt Person und wird über die Eigenschaften Name und Geburtsdatum verfügen. Diese beiden Größen sind daher als Variablen in dieser Klasse anzulegen. Die Variable Name ist dabei vom Typ String. Die Variable Geburtsdatum wird vom Typ Date sein. Die Fähigkeiten, die ich einer Person zuordne, bilden sich im Programmcode nachher als Methoden ab. Die eine Methode heißt Laufen. Es wird ihr kein Wert übergeben, wenn ich sie starte, deswegen sind die runden Klammern leer. Und sie wird auch nichts zurückgeben an den Aufrufer, deswegen ist der Rückgabewert void. Das gleiche gilt für die Methode Antworten. Auch hier wird nichts übergeben und diese Methode gibt nichts zurück. Damit kommen wir auch schon zum Begriff Objekt. Objekte werden auch als Instanzen bezeichnet. Wenn ich denn eine Klasse geschrieben habe, die Person heißt, und habe dort Eigenschaften und Fähigkeiten angelegt, so verfüge ich zunächst noch über keine einzige Person in meinem Programm. Um denn tatsächlich mit Hilfe der Klasse Person zu erstellen, muss ich Objekte anlegen. Ich kann also mit Hilfe der Klasse Person Objekte vom Typ Person anlegen, und zwar beliebig viele. Alle diese Personen, die ich dabei anlege, werden über die Fähigkeiten und die Eigenschaften verfügen, die ich in der Klasse Person festgeschrieben habe. Das Ganze geschieht über den Befehl new_person. Wenn ich denn also mit Hilfe von new_person zwei konkrete Objekte angelegt habe, zum Beispiel Peter und Mary, so verfügen beide über sämtliche Eigenschaften, die ich in der Klasse festgeschrieben habe, und diese beiden Objekte sind nun völlig unabhängig voneinander. Sie können natürlich verschiedene Namen annehmen und verschiedene Geburtsdaten. Es sei hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Eigenschaften und Fähigkeiten nicht etwa geerbt wurden von der Klasse Person, sondern durch das Instanzieren, das Anlegen einer neuen Person, verfügen diese Personen über diese Eigenschaften und Fähigkeiten. Die Vererbung spielt sich nur zwischen Klassen ab, nicht zwischen Klasse und Objekt. Den Befehl new_person stelle ich hier in einer Variante etwas ausführlicher dar. Und zwar ist er aufgebaut aus der Typenbezeichnung, die hier dem Klassennamen entspricht, Person. Das Objekt bekommt in dieser Variante einen Objektnamen, hier M1, gleich new_person. Hier handelt es sich um einen sogenannten Konstruktoraufruf.
den ich in diesem Video nicht näher beschreibe, sondern in einem weiteren Video näher erläutern werde. Dadurch, dass der linke Teil abgearbeitet wird dieses Befehls, ist eine Person deklariert und sie bekommt einen Namen. Dadurch, dass der rechte Teil abgearbeitet worden ist, ist diese Person nun instanziert und damit existiert sie in Form von Programmcode. Ich werde im späteren Programmcode den Objektnamen so wählen, dass damit eindeutig erkennbar ist, welche Person damit gemeint ist, zum Beispiel indem ich dieses Objekt Mary nenne. Ich möchte allerdings hier darauf hinweisen, dass das nicht die Regel ist, dass man anhand des Objektnamens das entsprechende Objekt identifiziert. In größeren Programmen werden Objekte in aller Regel sogar anonym abgelegt, das heißt, sie haben dort gar keinen Namen. Darauf kann ich aber im Rahmen dieses Videos nicht näher eingehen. Damit zum Begriff der Vererbung. Da ich mich hier mit Java befasse, bin ich auf eine Einfachvererbung beschränkt. Darauf werde ich gleich noch ein bisschen näher eingehen. Ich habe ja nun eine Klasse angelegt, die Person heißt und die über bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten verfügt. Mit den oben genannten Eigenschaften und Fähigkeiten werde ich aber nicht allen Personen gerecht werden können. Nehmen wir nun Personen an, die eine Berufsausbildung genossen haben. So möchte ich doch diesen Personen eine Berufsbezeichnung und auch entsprechende Fähigkeiten zuordnen. Gleichzeitig sollen diese Personen aber auch über einen Namen, ein Geburtsdatum und diese vorher definierten Fähigkeiten verfügen. Das heißt, ich werde diese Klasse Person erweitern müssen, um eine Berufsbezeichnung und weitere Fähigkeiten, die mit der Berufstätigkeit verbunden sind. Das bedeutet nun, dass ich eine neue Klasse mit dem Namen Angestellter schaffen möchte, die über eine Variable verfügt, in der ich die Berufsbezeichnung ablegen kann und die über eine Methode verfügt, die die Berufsfähigkeiten abbildet. Dazu werde ich mit der zuvor geschriebenen Klasse Person diese Klasse Angestellter anfertigen, indem ich das Schlüsselwort extends benutze. Die Klasse Angestellter erweitert nun also die Klasse Person. Damit verfüge ich nun über zwei Klassen, eine Klasse Person, die andere Klasse heißt Angestellter. Mit New Person kann ich nun weiterhin beliebig viele Objekte vom Typ Person anlegen. Diesen kann ich natürlich keine Berufsbezeichnung zuordnen. Mit Hilfe des Befehls New Angestellter kann ich nun aus der Klasse Angestellter beliebig viele Objekte vom Typ Angestellter anlegen. Und diesen Objekten kann ich natürlich einen Namen zuordnen, denn diese Eigenschaft habe ich ja aus Person an Angestellter weitervererbt. Und hier bin ich natürlich auch in der Lage, diesen Objekten eine Berufsbezeichnung zuzuordnen. In Java bin ich allerdings bei der Vererbung auf die sogenannte Einfachvererbung beschränkt. Das bedeutet, dass eine bestimmte Klasse immer nur eine unmittelbare Vorgängerklasse haben kann. Ich kann zum Beispiel aus der Klasse Person eine Klasse Angestellter erweitern und aus Angestellter wiederum erweitere ich die Klasse Rentner. Somit hat zwar die Klasse Rentner zwei Oberklassen, jedoch in diesem Strang. Sie hat nur eine unmittelbare Vorgängerklasse. Ich kann natürlich auch weitere andere Klassen anlegen, die mit diesen beiden Klassen nichts zu tun haben, indem ich zum Beispiel Aushilfe extends Person schreibe. Die sogenannte Mehrfachvererbung ist unter Java nicht möglich. Man hat bei der Konzeption von Java die Mehrfachvererbung ganz bewusst ausgeschlossen. Andere Programmiersprachen wie zum Beispiel C++ sind durchaus in der Lage, Mehrfachvererbung anzuwenden.
Der Grund, warum man in Java auf Mehrfachvererbung verzichtet, liegt in der Komplexität dieser Strukturen. Selbst die Einfachvererbung kann schon sehr komplex werden, die Mehrfachvererbung ist noch viel schwieriger zu bewältigen und deshalb hat man ganz bewusst in Java darauf verzichtet. Ich kann zwar in Java diese Struktur aufbauen, indem ich die Klasse Angestellter die Klasse Person erweitern lasse und die Klasse Aushilfe lasse ich die Klasse Person erweitern. Was aber nicht möglich ist, dass ich eine weitere Klasse anlege, die Eigenschaften aus Aushilfe und auch aus Angestellter erbt. In C++ und auch weiteren objektorientierten Programmiersprachen ist das durchaus möglich. Ich werde nun konkreten Programmcode anlegen. Als erstes möchte ich die Klasse Person realisieren. Das ist hier bereits geschehen. Ich habe dazu eine Klasse angelegt, die Personenverwaltung heißt. Und innerhalb dieser Klasse habe ich nun die Klasse Person angelegt. Ich habe ihr zwei Eigenschaften gegeben. Name vom Typ String, getDat vom Typ Date. Um diesen Befehl verwirklichen zu können, muss ein entsprechender Importbefehl gegeben werden, damit Java weiß, wo es den Datentyp Date findet, den ich ja hier verwende. Der ist also nicht in dem Standardordner untergebracht. Beim Anlegen dieser Variablen werde ich von Eclipse auf diesen Fehler hingewiesen und kann dann automatisch über entsprechendes Anklicken an dieser Stelle den richtigen Import durchführen. Außerdem habe ich zwei Fähigkeiten, sprich Methoden angelegt. Die erste Methode heißt Laufen. Ich übergebe ihr keinen Wert, deswegen sind die runden Klammern leer. Es ist auch hier kein Programmcode realisiert worden, deswegen sind die geschweiften Klammern leer. Sie gibt nichts zurück und daher steht Void davor. Ähnlich sieht es bei der Fähigkeit Antworten aus. Auch diese Methode gibt nichts zurück. Sie schreibt allerdings etwas auf den Bildschirm. Die runden Klammern sind wiederum leer. Ich übergebe also dieser Methode nichts. Sie schreibt auf dem Bildschirm, mein Name ist, greift sich dann den Namen und schreibt den auf den Bildschirm. Das geschieht natürlich erst dann, wenn konkrete Objekte aus Person instanziert wurden. Erst dann hat die Variable Name einen konkreten Namen und erst dann existiert überhaupt eine Struktur aus Person, nämlich in Form eines Objektes. Das werden wir gleich sehen. Die Klasse Person habe ich ja nun schon angelegt. Wir sehen sie hier. Da ich ja eine weitere Klasse benötigt, die die Klasse Person erweitert, muss ich nun diese Klasse Angestellter anlegen, die die Person erweitert, extends, Class Angestellter, extends Person. Diese Klasse verfügt schon jetzt über die Eigenschaften Name, getDat, über die Fähigkeiten Laufen und Antworten, ohne dass ich irgendeinen Programmcode hier hineingeschrieben habe. Indem ich hier nun eine weitere Variable anlege, Beruf vom Typ String, verfügt die Klasse Angestellter über eine Eigenschaft mehr als denn die Klasse Person. Außerdem habe ich eine weitere Methode angelegt, die ich Wende genannt habe und die eine Ausgabe bewirkt. Somit verfüge ich nun über zwei Klassen, Angestellter und Person, aus denen ich Objekte instanzieren kann. Ich lege nun 4 Objekte an, 2 vom Typ Person mit dem Namen Mary und Peter, 2 vom Typ Angestellter mit den Namen Lena und Linus. Diese Objekte werden direkt in der Klasse Personenverwaltung angelegt. Mit Person Mary gleich New Person habe ich ein entsprechendes Personenobjekt angelegt. Mit Angestellter Lena gleich New Angestellter habe ich ein entsprechendes Objekt angelegt. Die Klasse Personenverwaltung verfügt ja nun über diese 4 hier angelegten Objekte.
Damit ich das Programm nun auch ausprobieren kann, benötige ich eine Main-Methode, die habe ich hier angelegt. Hier lege ich eine Instanz, also ein Objekt vom Typ Personenverwaltung an, und zwar tatsächlich anonym, und rufe dessen Startmethode an, die ich hier vorbereitet habe. Starte ich nun dieses Programm, so wird diese Methode aufgerufen und der Programmcode, der in dieser Methode steht, wird ausgeführt. Im ersten Schritt gehe ich nun her und weise der variablen Namen des Objektes Mary den String Mary zu. Entsprechend weise ich nun der variablen Name des Objektes Peter vom Typ Person den String Peter zu. Die Objekte Lena und Linus vom Typ Angestellter verfügen ja über die Variable Beruf, über die Eigenschaft Beruf. Sie verfügen aber auch, da Angestellter Person erweitert, über die Variable Name. Obwohl im Programmcode Angestellter die Variable Name nicht direkt auftaucht, bin ich natürlich in der Lage, Lena einen Namen zuzuweisen und auch Linus einen Namen zuzuweisen. Denn die Variable Name bzw. Eigenschaft Name habe ich ja von Person geerbt. Als nächstes rufe ich nun die Methoden Antworten auf, einmal von Mary. Mary ist ja vom Typ Person und wird nun über die System-Out-Println Anweisung, die ja in dieser Methode steht, den Text mein Name ist und den Variablenwert ausgeben, der ja bei Mary Mary lautet. Entsprechend wird auch Lena die Antwortenmethode einsetzen, die ja wiederum von Person geerbt wurde. Probieren wir es einmal aus. Ich starte das Programm und wir sehen, sowohl das Objekt Mary gibt den entsprechenden Namen aus, als auch das Objekt Lena gibt den entsprechenden Namen aus. Zum Schluss rufe ich noch die Methode Wende an auf, und zwar von den beiden Angestellten. Das ist mir natürlich bei Mary und Peter nicht möglich, denn nur Lena und Linus verfügen über diese Methode. Diese Methode schreibt nun auf dem Bildschirm ich, der entsprechende Name wird ausgegeben, wende mein berufliches Wissen an. Probieren wir das Ganze aus. Ich, Lena, wende mein Wissen an. Ich, Linus, wende mein Wissen an. Die in der Erweiterung angelegte Methode wird also hier tatsächlich ausgeführt. Zum Schluss nochmal eine kleine Reflexion des gesamten Programmcodes. Ich habe eine Klasse Personenverwaltung angelegt, die hier unten endet. Innerhalb dieser Klassen habe ich zwei weitere Klassen angelegt. Eine heißt Person und verfügt über zwei Eigenschaften und zwei Methoden. Die zweite Klasse Angestellter erweitert Person und es kommt eine Eigenschaft und auch eine Methode hinzu. An dieser Stelle habe ich nun 4 Objekte innerhalb der Klasse Personenverwaltung angelegt, 2 Objekte vom Typ Person, 2 weitere Objekte vom Typ Angestellter. Ich führe dann über Main die Startmethode der Personenverwaltung aus und weise hier den beiden Objekten vom Typ Person jeweils einen Namen zu. Das ist mir auch bei den beiden Objekten vom Typ Angestellter möglich, denn diese Objekte haben ja aufgrund von Extens Person die Eigenschaft Name geerbt. Schließlich rufe ich Methoden auf. Die Antwortenmethode einmal für ein Objekt vom Typ Person. Das lässt sich natürlich realisieren, weil die Antwortenmethode hier direkt angelegt worden ist. Es lässt sich aber auch für Lena realisieren, die ja vom Typ Angestellter ist und diese Methode geerbt hat. Schließlich rufe ich die beiden Methoden auf, die die beiden Angestellten ergänzend
erhalten haben, da ich die Klasse Angestellter um diese Methode gegenüber der Klasse Person erweitert habe. Ja, ich hoffe, Sie können diesen Programmcode nachvollziehen. Am besten ist, Sie probieren ihn selber aus, dann bleibt es am besten sitzen. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.